Wenn du auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik bist, dann könnte dieses Video dir enorm weiterhelfen, denn hier geht es um den 4-4-2 Formation Guide. Und zwar ist es die 4-4-2 Formation, mit der ich meine beste Weekend League gezockt habe, also ist sie auf jeden Fall prädestiniert dafür, dass sie eventuell dir auch weiterhelfen kann. Ich zeige dir die individuellen Taktiken, die Anweisungen und am Ende werden wir auch noch in den Live-Gameplay gehen, sodass du sehen kannst, wie ich sie in-game spiele und welche Vorteile und Nachteile diese Formation und Taktik auch hat. Und wenn es dir bisher gefällt, kannst du direkt gerne ein Abo da lassen, dann verpasst du kein Video, keinen Livestream mehr. Lass gerne ein Like da und teile das Video gerne mit anderen EAFC-Freunden von dir, damit mehr diese Formation ausprobieren können und eventuell damit gut klarkommen können. Und schau am besten auch bei meinen Livestreams vorbei. Ich streame immer auf YouTube und Twitch. Die Streamzeiten findest du auf dem YouTube Community Tab in deinem Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu Twitch. Ebenfalls in der Videobeschreibung kannst du auch gerne bei Twitch dann ein Follow da lassen. Ich würde mich freuen. Und jetzt gehen wir auch in-game. Und zwar, das ist mein aktuelles Team bisher, mit der wir auch die Weekend League gezockt haben. Und gehen wir in-game in die 4-4-2-Formation. Und so spiele ich die. Bei dem Außenverteidiger könnt ihr euch überlegen, ob ihr einen offensiveren und einen defensiven Außenverteidiger nehmt, den ihr dann mit nach vorne schickt. Aber ich erkläre euch das in den Anweisungen am besten nochmal. Bei den Settings würde ich euch raten, einen defensiveren zu nehmen und dann noch einen Allrounder. Setting in dem Fall Valverde und Bellingham ist eine gute Kombi. Über die Flügel natürlich Flügelspieler am besten mit Finesse-Shot Plus. Wenn ihr Finesse-Shots noch nicht könnt, vor allem Time-Finish-Finesse-Shots, dann könnt ihr gerne in das Tutorial reinschauen, was ich noch veröffentlicht werde. Dazu werde ich natürlich ein Tutorial machen, denn die gehen richtig ab. Vor allem mit Son und Salah, beide Finesse-Shot Plus, dennoch Griezmann Finesse-Shot Plus, Playstyle, also das geht schon gut ab. Washi Boy natürlich vorne noch als weiteren Stürmer. So, in den Taktiken spielen wir das Ganze so: Defensivstil ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 60. Hier könnt ihr ein bisschen variieren. Es kann sein, dass ihr mit Tiefe 60 nicht klarkommt, weil ihr relativ hoch steht und euer Team dieses automatische Pressing relativ weit vorne macht. Und oft passiert mir auch, werdet ihr dadurch, wenn die erste Pressinglinie überspielt wird, was natürlich bei stärkeren Gegnern der Fall ist, habt ihr oft dann eine 4 gegen 4 Situation in der Verteidigung, was es nicht so einfach machen könnte. Aber wenn ihr mit so einem Pressing klarkommt, könnt ihr gerne 60 auf jeden Fall erstmal austesten und dann schauen, wie es läuft. Ansonsten geht das Stück weit runter, so 55, 50, maximal bis 45 runter. Aber das würde ich euch schon nicht mehr raten. Und wenn ihr sogar noch höher spielen wollt mit automatischer Abseitsfalle, könnt ihr auch so 71, 72 mal testen, ob euch das weiterhilft. Aber wir lassen es bei 60. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe. Breite ebenfalls auf 60, da wir sozusagen die Abwehr dann ein bisschen auseinanderziehen und wir eher mehr über die Flügel kommen. Aber da die relativ ausgeglichen ist, könnt ihr über die Flügel kommen, dann über die Mitte kommen und wieder auf die Flügel verlagern, was extrem gut mit dieser 4-4-2-Taktik funktioniert. Dann Spieler im Strafraum auf 6, Ecken und Freistöße auf 1, aber das könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt, falls ihr spezielle Eckenvarianten am Start habt. Und dann gehen wir in die Anweisungen rein. Beim Torwart Flankenfänger kann ich euch nur empfehlen, am besten sollte der Torwart auch den Playstyle Flankenfänger haben, dann funktioniert es nochmal besser. Courtois, honestly, beste Torwart in-game, den ich bisher gezockt habe. Ich denke, den werde ich auch nie mehr verkaufen. In der Innenverteidigung lasst ihr einfach alles so, wie es ist, hinten bleiben. Und dann spiele ich beide Außenverteidiger auf hinten bleiben und übergreifend. Einfach deswegen, da ihr, wie gesagt, durch dieses Pressing oft sehr weit rausschiebt und ihr dann in der Defensive meistens nur eure Viererkette habt, habe ich die erstmal auf hinten bleiben gelassen, sodass ihr auf jeden Fall die 4 Leute hinten habt. Und was ich aber generell sage, ich mache es auch eher so, dass ich manuell meine Außenverteidiger, wenn sich die Räume ergeben, mit L einschicke und die dann so nach vorne hole, um mir, sage ich mal, die Flügel überladen zu können und dann schnell nach vorne zu kommen, aber dazu noch in-game mehr. Aber grundsätzlich lasse ich sie auf hinten bleiben.
Dann ist es so, dass ich im ZM einen defensiveren und einen Allrounder ZM spiele, wie ich schon gesagt habe. In meinem Fall ist sogar Bellingham der defensivere. Dem gebe ich dann hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken und alle Freiheiten, einfach alle Freiheiten, weil er sich dann oft nochmal besser auf die Außenposition in die Halbräume fallen lässt und ihr dadurch dann vor allem über die Flügel deutlich bessere Pässe spielen könnt, vor allem wenn der Gegner presst, dass er sich dann oft aus diesem Pressingraum entfernt und anbietet. Deswegen alle Freiheiten. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr einfach ganz normal Position halten lassen und dem Allrounder ZM, der auch offensiv besser ist, dem gibt ihr ausgewogen und Mitte abdecken. In dem Fall keine alle Freiheiten. Könnt ihr auch mit alle Freiheiten probieren, aber am besten funktioniert, wenn ihr einem alle Freiheiten gibt, dem anderen nicht, weil der dann mehr nach vorne aktiv ist und schon weiter vorne steht, sodass alle Freiheiten euch dann nicht wirklich weiterhelfen werden. Auf den Flügeln spiele ich defensive Verstärken, alle Freiheiten, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Einfach, dass sie steil gehen und durch alle Freiheiten bieten die sich teilweise auch in diesen Halbräumen an. Und dann könnt ihr meistens einen druckvollen Pass auf diesen Halbraum spielen, den prallen lassen auf den ZM, der auch mit nach vorne geht. Und dann könnt ihr euren Flügel wieder schicken. Und dann habt ihr zwei Stürmer, die vorne sind, steil gehen. Der Flügel, der noch steil geht. Und teilweise, wenn ihr vorher manuell mit den Außenverteidiger geschickt habt, geht der auch noch steil. Und das ist dann halt richtig offensive Power. Und auf der anderen Seite, wie schon gesagt, genau das Gleiche. Und bei den beiden Stürmern spiele ich zentral orientieren, Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. So, das waren die Anweisungen. Wenn es euch bisher gefällt, wie gesagt, probiert die Taktik am besten aus. Lasst direkt ein Abo da, einen Like da und lasst auch gerne ein Follow bei Twitch da. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. So, und dann gehen wir auch jetzt in das Live-Gameplay in Division Rivals rein. Wie gesagt, Division 4, weil wir einfach nicht konstant auf hohem Level zocken. Aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Und wir suchen dann hier den Gegner. Und dann werde ich in-game euch nochmal näher erklären, wie ich die Formation spiele, was sie ausmacht. Und wie ihr sie eventuell für euren Spielstil auch nutzen könnt. Alright, FC Scam 2, Grüße gehen auf jeden Fall raus, falls du das Video sehen solltest. Junge, Van Dijk in Form, Junge, was ist mit los? Was ist los? Alright, ich mache am Anfang auch immer Steuerkreuz unten und dann Steuerkreuz oben für Stürmer lässt sich zurückfallen. Da seid ihr einfach nochmal ein bisschen kompakter. Und wie gesagt, erstmal immer über die Außen verlagern, dann zurück, wieder über die Außen, könnt ihr euren Flügel kurz holen, wieder verzögern und natürlich nicht ins Auslaufen, es sollte eigentlich eine Ballrolle werden. Wie gesagt, und ihr habt da halt durch eure 2 Viererketten immer gut Platz. Unten seht ihr schon, hätte ich sogar Son schicken können. So, jetzt hier über den ZM, dann könnt ihr außen den Außenverteidiger mal schicken, kurz abbrechen. Und dadurch, dass ihr ihn geschickt habt, schwuppdiwupp, könnt ihr nach ganz oben spielen. Eigentlich setzen die sich dann oft in diesem Kopfballduell durch. In dem Fall leider nicht. Junge, was ist das für eine Flanke? Haben wir Glück gehabt. So, aber generell hier über die Außen aufbauen. Dann könnt ihr den Flügel nehmen. Hier seht ihr schon, Valverde ist jetzt auf dem Halbraum. Oh shit, den spielen wir zu spät. Aber das meinte ich mit Abwehr, mit alle Freiheiten, dass sie oft auf die Halbräume dann ausweichen und ihr den dann spielen könnt. So, hier immer Ruhe bewahren, weil ihr habt, wenn ihr Ruhe spielt, deutlich mehr Anspielstationen. Wechseln wir nochmal die Seite.
Dann wechseln wir nochmal die Seite. Könnt ihr immer wieder gut machen. Und dann warten, bis hier euer Außen frei ist, kurz verzögern. Dann habt ihr im Halbraum euren Flügel. Was ich halt meinte mit alle Freiheiten, dass die da sich dann auch in die Halbräume fallen lassen, könnt ihr oft dann gut mit einem druckvollen Pass anspielen. So, dann müssen wir da jetzt hier ran. Lorente holt ihn sich da. Die Linie lang, wäre Salah frei gewesen. So, spielen wir den nach außen. Wie gesagt, über außen. Dann kurz verzögern könnt ihr meistens immer euren Flügel anspielen und dann kommt der ZM raus. Dann müsst ihr nur kurz achten, ihr habt gesehen, dass Mongdi da steil gelaufen ist. Auch hier wieder kurz verzögern, dabei den Außenverteidiger geschickt. Jetzt mal offensiv euren Außenverteidiger mitnehmen und oft könnt ihr dann auch, in dem Fall hat es nicht geklappt, den druckvollen Pass auf euren einen Stürmer dann spielen und da dann besser verzögern. Jo, da verschätzt sich einfach Van Dijk. Er kriegt den Ball natürlich wieder. So. Jetzt vielleicht mal. Jetzt druckvoll. Wieder zurück. Und dann ist da Rashford. Hat ein bisschen Platz, aber Rashford lackt sich da durch. Ballrolle zurück. Nochmal zurück. Und dann ist der Salah und wir machen ihn nicht. Was ist da los? Und das könnt ihr halt aufmachen, denn mal auf euren ZM in diesen Spots zurückspielen und dann könnt ihr oft euren Stürmer, der sich dann oft gut in dem Raum, im Strafraum bewegt, anspielen und dann so zum Abschluss kommen. In diesen Situationen abwartend, welchen Raum er verteidigt und dann schauen, wie sich die Sache entwickelt. Oft könnt ihr nämlich den ZM sogar anspielen. In dem Fall jetzt. Und dann nochmal einen weiter und dann ist er jetzt auch drin. Wie gesagt, da müsst ihr nur schauen. Einfach euren Flügel und euren ZM. Dadurch, dass sie beide relativ weit außen stehen und in den Halbräumen sind. Oft könnt ihr dann einen schicken und mal den Flügel schicken oder mal auch den ZM schicken. Und dann habt ihr meistens den anderen frei und könnt dann so einen Doppelpass initiieren. Und dadurch auf den Außen extrem gut die Seite überladen und durchkommen. Wie gesagt, defensiv ist es an sich auch stabil. Die Mitte zumachen, jetzt die Außen zumachen. Dann können wir hier wieder Doppelpass spielen, über den ZM wieder zurücklegen, druckvoll nach unten. Hätten wir auch Mongdi direkt schicken können, wir machen es aber jetzt über Valverde. Nehmen ihn nochmal mit. Unten ist wieder... Oh! Wieso kommt der nicht? Aber vor allem zurücklegen, druckvoll wieder nach vorne spielen. Und wäre der eigentlich normalerweise, kommt dieser Ball da auf Rashford. In dem Fall leider nicht. War das abseits? Nee, war es nicht. Aber Courtois ist halt eine Macht. Und dann hättet ihr einfach auf Greasy ablegen können oder sogar mit Rashford alleine durchgehen können. Und hättet wieder eine extrem starke Situation. In diesen Sachen würde ich euch raten, wenn ihr immer so einen Seitenwechsel nach außen spielt. Okay, der Flügel ist in dem Fall noch nicht am Start. Einen Seitenwechsel nach außen spielt, jetzt schon R1, euren Flügel kurz holen, dann kurz verzögern, dabei euren Außenverteidiger schicken, druckvoll über den Stürmer und dann könnt ihr oft, wie jetzt auch in dem Fall, es war abseits, weil, keine Ahnung, er einfach den Pass viel zu spät gemacht hat. Aber dann könnt ihr euren Flügel, euren Außenverteidiger, was ich halt meinte, manuell mit nach vorne nehmen. Und dann, dadurch, dass ihr euren Flügel kurz holt, zieht ihr, sag ich mal, seinen Außenverteidiger auch raus, sodass ihr dann oft über den Außenverteidiger am Ende durchkommt. So, Mongdi. Je nach dem Spielaufbau würde ich euch wirklich diese Seitenwechsel empfehlen. Dann nicht zu schnell irgendwas machen. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Raum über den ZM. Ja, da habt ihr kurz gesehen, wenn nicht, spult nochmal zurück. Da in diesem Moment, als ich eine Außenverteidiger geschickt habe,
hätte ich eigentlich auf meinen ZM spielen müssen. Der war nämlich genau in diesem Halbraum. Und dann hätten wir danach auf den durchlaufenden Flügelspieler durchschicken können. Deswegen, da müsst ihr wirklich nur drauf achten, wenn ihr einen Seitenwechsel spielt, entweder oft einfach den Flügel mit der 1 kurz holen, dann kurz verzögern, dabei euren Außenverteidiger schicken und dann kurz verzögern, dann könnt ihr meistens mit dem Flügel entweder druckvoll auf euren Stürmer oder teilweise mit dem Steilpass auch auf euren ZM spielen und dann habt ihr außen einen, der steil geht und euren Stürmer im besten Fall auch noch und dann mit druckvollen Pässen agieren und habt so viel Überzahl oder wie gesagt, achtet nur darauf, dass ihr nur den Seitenwechsel spielt und dann mit Ballrollen mal einen Übersteiger ein bisschen verzögert und hin und her dreht. Left Stick Dribbling ist hier oben auch noch verlinkt, könnt ihr dabei gut machen. Und dann nur schauen, weil ihr den Flügel und den ZM oft beide so im Halbraum oder auf dem Flügel habt. Einer davon ist meistens frei, weil er nur einen verteidigen kann. Oder ihr nehmt dann direkt auch einen druckvollen Pass auf euren Stürmer, lasst ihn nur klatschen und dann habt ihr auch wieder die doppelte Überzahl auf den Außen, was diese Formation halt auch so stark macht. Junge, ich wusste, dass er da außen durchgehen will. Nur diese Flanken, ne? Da waren wir halt mit Lorente, aber der kommt irgendwie nicht zum Kopfball. Junge, die Ballannahmen sind natürlich auch immer richtig gut. GG. Deswegen Son Finesse Shot Plus, Junge. Der macht halt so eine Dinger dann. So, Seitenwechsel, offensiv, dann könnt ihr da direkt mal euren Außenverteidiger auch wieder schicken. Und dann den mal anspielen. Der kommt dann auch an. Und dann machen wir auch mal einen Finesse. Ja, der war jetzt nicht so gut. Ja, und wenn es hier oft zu eng wird, am besten einfach den Seitenwechsel spielen. Der ist eigentlich immer offen. Und dann kommt da auch Greasy kurz. Der Salah läuft durch. Da wollte ich kurz nach innen gehen und dann hätten wir druckvoll Rashford offen gehabt. Hier müssen wir in den Zweikampf kommen, aber nicht diesen Fehlpass spielen. So. Diese druckvoll jetzt hier auch mal den... Junge, was ist das denn für ein Pass? Aber druckvoll da. Könnt ihr dann auch mal den Flügel anspielen. Müssen wir halt aufpassen, er kommt immer über außen. Die Flanke kommt. Yes, Sir. So, mal ein bisschen Tempo aufbauen hier mit dem Flügel. Nochmal zurück. Und dann hier, dieser Raum da plötzlich. Jetzt können wir auch mal die Flanke spielen. Kommt an. Nochmal verzögert. Ja, dieser Pass kommt einfach zu spät. Und außerdem wollte ich den auch mehr nach hinten spielen. Und nicht nach vorne. So, jetzt können wir da Son schicken. Schade. Siehst du, und da habt ihr gesehen, Griezmann war da plötzlich ganz hinten, weil ihr Stürmer lässt sich zurückfallen habt. Und dann machen die Räume noch mal enger und können meistens dann aus dem Hintergrund da auch mal was machen. Wie gesagt, steil. Den darf ich an sich schon nicht spielen. Aber wollte ich auf jeden Fall mal probieren. Oh, nice Grätsche. Ja, okay, der ist jetzt viel zu weit weg. Der Schlenzer war jetzt viel zu weit weg. Ja, hier kommt Crazy mal aber außen. Da müssen wir, wie gesagt, hier direkt mit unserem Flügel reingehen. Der Seitenwechsel kommt nicht. Wir spielen aber, okay. Spielen wir zurück. Und am besten immer zurückspielen. Wenn ihr mit dem Flügel zurückspielt, dann... Ich wollte den halt unbedingt fixieren. So,
Jetzt kriegen wir aber den Ball hier nochmal. Ballrolle und nein. Kann man leider noch hin. Da waren wir jetzt zu aggressiv mit Van Dijk. Wir kriegen es so geregelt und jetzt kommt der Schlenzer. Wenn wir Time grün treffen, ist er drin. Er geht auf jeden Fall hardcore über die Flanken. Hier verzögern, jetzt nach ganz oben. Den sollten wir bekommen. Ja. Ja, da wollte ich zurückspielen und dann hätten wir als ZM da wen gehabt. Ja, hier verzögern und dann kommt... Der sollte eigentlich auf Son. Deswegen war das jetzt richtig dämlich, dass wir den jetzt ausgespielt haben. Am besten, wie gesagt, in der Defensive euren Flügel da auch mit zurückziehen. Dann könnt ihr oft da auch die Seite überlagern. So, jetzt schicken wir da mal ein bisschen R1-Dribbling hier. Warten, bis Rashford da in der Lücke ist und dann kann man den oft einfach Druck voranspielen. Okay, der war jetzt ein bisschen zu überhastet von ihm. Über die Außenflügel kurz holen, verzögern mit einer Ballrolle, verzögern und schwuppdiwupp könnt ihr in euren Außenverteidiger durchschicken. Ballrolle, der war zu überhastet wieder. Da hätte ich sogar kurz warten können, dann hätte man den sogar als Steilpass spielen können, der dann deutlich gefährlicher gewesen wäre. Van Dijk ist am Stissel. So, jetzt können wir da Rashford schicken. Lacken uns da ein bisschen durch. Ja, da hat er gut verteidigt, weil er wusste, wenn wir jetzt nach innen ziehen, haben wir diesen Schlenzer-Spot. Und dadurch haben wir den dann abgefangen bekommen. Jetzt kriegen wir nochmal eine Ecke. Treffen wir nicht richtig, war auch mit Valverde leider. Aber ich denke, es war klar, immer über die Außen kurz holen, schicken, druckvoll spielen und dann könnt ihr euch wirklich Chancen kreieren. Natürlich am Ende jetzt unentschieden gespielt, aber ich denke, es ist klar und wenn ihr ihn weiter probiert, denke ich, wird sie auch weiterhelfen und eventuell zu eurem Spielstil passen. Falls es nicht ganz zu eurem Spielstil passt, könnt ihr natürlich auch die Taktik nochmal ein bisschen verändern, je nachdem, was für euch denn besser funktioniert. Denn jeder spielt anders und eventuell kommt ihr mit der Taktik klar, eventuell kommt ihr an sich mit der Formation klar, aber nicht mit meiner Taktik oder kommt nicht mit der Taktik klar, aber mit der Formation. Ihr wisst es, wie gesagt, und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unbedingt den YouTube-Kanal, damit ihr kein Video, keinen Livestream mehr verpasst. Lasst gerne ein Like da, teilt den Stream, damit mehr EFC-Freunde von euch, sage ich mal, diese Formation kennen und eventuell besser damit spielen können und mehr Siege holen können. Und falls ihr mich live sehen wollt, wo ihr dann auch die aktuellsten Taktiken, die ihr Spieler habt und seht, könnt ihr das gerne natürlich machen. Die Streamzeiten findet ihr auf dem YouTube Community Tab, im Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung und natürlich auf Twitch beim Streaming-Plan. Lasst am besten auch bei Twitch einen Follow da, wenn ihr generell bei Twitch zuschaut, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich live bin. Die Links dazu alle in der Videobeschreibung. Und jetzt checkt am besten auch andere Formation Guides und Taktiken von mir aus, denn wenn diese eventuell nicht zu eurem Spielstil passt, könnte eine andere von denen zu eurem Spielstil passen. Und ich sage dann zum Schluss wieder, welcome to the new age. Ciao.